Aus Natursteinen, Wasser und Sand pflastern Menschen Wege und Flächen, seit es das Rad gibt. In Deutschland pflastern nur noch wenige in dieser antiken Handwerkskunst, wie Frank Schnitzler. Er ist Steinsetzer, auch bekannt als Pflasterer. Weil man mit ganz natürlichen Materialien zu tun hat. Steine, wo 20, 40 Millionen Jahre alt sind. Man muss nach Lösungen suchen, optisch, dass es einfach eine schöne Einheit gibt zwischen Außenbereich, Natur, Gebäude und natürlich ganz wichtig, dann auch auf die Bedürfnisse der Bewohner einzugehen, dass sie immer viel Freude haben. Ich verstehe mich im Endeffekt auch ein bisschen, ich verkaufe Lebensfreude. Frank Schnitzler beginnt mit den Erdarbeiten, wie im Straßenbau. Jede gepflasterte Lebensfreude sitzt auf einem soliden Untergrund und Unterbau. Die Fläche für den zukünftigen Freisitz bekommt einen Graben. Auf dem verdichteten Boden kommt die sogenannte Einfassung. Sie umrandet die autofreie Halbinsel. Wir stecken das jetzt flucht- und höhengerecht genau ab mittels Schnurgerüst. Die Eisenstäbe, genannt auch Pflasternadeln, werden senkrecht in den Boden eingeschlagen. Der Teppich aus Pflastersteinen entsteht in Scherstätten, vor seiner eigenen Haustür, zwischen Wohnraum und Werkstatt. Auf einer Seite wird dann die Schnur befestigt, höhenmäßig. Und somit habe ich beides, einmal am Eisen die Flucht und die Schnur gibt mir dann die Höhe für die fertige Einfassung. Fehlen noch 2% Gefälle fürs Oberflächenwasser. Hier haben wir ja das Eingangspodest als Bestand und der Schacht mit leichten Gefälle. Da nehmen wir dann auch das Bestandsgelände auf. Dann passt. So, jetzt kommt nur die optische Kontrolle. Wenn sich jetzt an der Schnur, wenn sich das als eine fortlaufende Scheibe ergibt, die anderen Schnüre, dann sollte es eigentlich ganz sauber laufen. In den Graben kommt eine Zeile Granitsteine. Wir sortieren jetzt die Steine, die sind ja alle unterschiedlich breit. Und dass es zum Schluss ein gleichmäßiges Band gibt, müssen wir die ein bisschen vorsortieren, weil wir hier vielleicht mit 14 cm Breite anfangen. In der Mitte haben wir dann 16, 17 und zum Schluss wieder schmäler. Das ist eigentlich der am häufigsten verwendete Naturstein im Straßenbau, im Pflasterbau, weil er eben der beständigste Stein ist. Granit ist frostsicher und nimmt wenig Wasser auf. Jeder Stein ist rund 12 Kilo schwer und so hoch wie ein Zollstock. Das 20 cm hohe Hartgestein wird einbetoniert. Die Großpflaster sollen natürliche Spannungen zähmen, die auf der Pflasterfläche entstehen. So, ich habe jetzt da den Beton angehäuft. Im Pflasterbau spricht man auch, man macht einen Spitz. Der Beton ist schon ziemlich gut feucht. Ich werde ihn jetzt trotzdem noch mal leicht vorgießen, damit ein bisschen Wasser drauf ist. Und die Steine werde ich auch noch gut bewässern, damit der Staub weggeht von der Straße und damit sie dann später unten am Fuß vom Stein eine gute Haftung bekommen. Das ist jetzt mein Pflasterhammer. Den habe ich jetzt extra vorher noch ein bisschen ins Wasser gestellt. Aus dem Grund, damit der Stiel noch mal ein bisschen aufquillt. Und dann ist der wieder ganz fest, weil bei so heißen Tagen trocknet doch das Stielholz immer aus und dann wackeln sie. Wir schauen, dass wir die Steine so eng wie möglich
mit einer ca. 10 mm Fuge versetzen. Größer wird die Fuge dann automatisch, weil die Steine ja oben leicht rund sind. Ja, das sind die Feinheiten. Dieser runde Granit hat eine Vorgeschichte. Die ausrangierten Natursteine haben als Straßenbelag gedient, rund 60 Jahre lang. Für diese Steingröße braucht er den passenden Setzhammer. Man sagt, gute Hämmer erkennt man am Klang. Okay, und wir wollen jetzt das mal mit einem anderen Hammer demonstrieren, allein vom Klang her. Das ist ein handelsüblicher Maurerhammer. Da sieht man einfach viel zu leicht. Der hat keine Kraft, den Stein reinzutreiben. Das ist jetzt auch nur ein kleiner Kleinpflasterhammer. Das hört man vom Klang, dass das nicht funktioniert. Und da geht auch der Stein keinen Millimeter runter. Das heißt, man braucht immer die passende Gewichtsklasse zu der Steingröße. Das ist einfach Musik, spricht man dann. Zum Reintreiben in den Beton braucht man eigentlich nicht viel Kraft. Darum ist auch Pflastern an sich ja überhaupt nicht anstrengend. Weil der schnurrt ganz von allein rein. Der gebürtige Bayer braucht als nächstes die Wasserwaage. Mit ihr richtet er die Steine aus. Hier wäre es jetzt zum Beispiel, der hängt jetzt nach innen, der Stein. Das heißt, es wird jetzt hier das Wasser stehen bleiben. Wir müssen den nur ein bisschen so klopfen, dass er leicht nach außen hängt, dann fließt das Wasser auch ab. Wenn alle Granitsteine in der Einfassung plan sind und mit Gefälle stehen, dann richtet er den Halbkreis noch per Auge aus. Und zwar, weil der innere Teil ja bepflastert wird, haben wir die Innenseite als scharfe Kante. Das heißt, die muss durchlaufen wie mit einem Bleistift auf einer Linie sauber gezeichnet. Und das wird jetzt alles optisch ausgeführt. Dann sehen wir hier, da können noch die zwei noch ein bisschen weiter raus. Dann läuft es schon mal hier sauber. Wir tun jetzt den Beton noch schön sauber glätten, auf Höhe bringen, dass er uns nicht behindert mit dem Pflaster, wo innen reinkommt. Und dass die Poren alle zu sind, dass er wenig Wasser aufnimmt und somit kein Frost eindringen kann. Den Beton auf der Außenseite kratzt er weg. Hier wird später angepflastert. An frostfreien Tagen setzt Frank Schnitzler Terrassen, Wege und Einfahrten. Für den Freisitz daheim hat er Zuschauer. Familienkatze Lucy. Der gelernte Straßenbauer gibt sein Wissen über das antike Handwerk des Pflasterers im Winter weiter, bietet Kurse an, dann ohne Schlapphut. Oh, das hat so eine wahnsinnige kühlende Wirkung. Ich habe den eigentlich das ganze Jahr auf. Bis auf den ganz windigen Zeiten, da tausche ich es dann gegen eine Wollmütze. Aber ansonsten kennt man mich eigentlich gar nicht anders. Für die Fugen stellt er Mörtel her aus Trasszement, Wasser und Brechsand. Das Grundmaterial ist eigentlich ein 0,2er Brechsand. Das heißt, da ist viel feiner Staub dabei, Pulver und dann halt eben das gebrochene Gesteinsmaterial. Größte ist dann das 2 mm groß. Gebrochenes Korn hält besser, wenn man es als Mörtel oder als Beton macht, als wie ein rundes Korn. Und weil man halt dann eben oben eine schöne glatte Fuge kriegt, weil so viel Feinanteil drin ist. Und dann kann ich jetzt hier schön 1-2 mm tiefer bleiben. Das kann ich dann mit dem
Mit dem Finger ein bisschen hindrücken und unten machen wir es bloß dann, dass wir unten auch schnell glatt sind. Weil dann ist der Beton, wenn er so offen ist er auch wieder empfindlich für Wasser und somit auch für den Frost. Mit der Spachtel einmal so durchfahren, dann haben wir eine saubere, gerade Kante. Und wir können dann, wenn wir später da anpflastern, sauber pflastern. Auch innen wird angesparzt, wie die Pflastererszene das Verfugen nennt. Wir gießen jetzt den Hohlraum mit einer fertigen Trass-Zement-Mischung, ganz dünne Suppe aus. Circa 2-3 cm tiefer wie die Oberkante und das setzt sich dann noch. Und dann müssen wir genau den richtigen Zeitpunkt erwischen, wenn das Wasser ein bisschen weg ist, bevor sich die Haut bildet. Und dann machen wir einen Endguss. An heißen Tagen gießt er die zweite Runde bereits nach 30 Minuten, auch wieder mit dem sogenannten Ausgießer. Das ist halt einfach ein Werkzeug aus den 70er, 80er Jahren, aus dem Straßenbau. Heute wird das fast nicht mehr gesehen. Aber ich habe das damals eben nur so gelernt in der Lehre und ich bleibe dem Alten treu. Hier muss man nichts putzen und man hat später auch eine schöne glatte Fuge. Mit der frostsicheren Kies-Feinplanie enden die Straßenbauarbeiten. Das sogenannte Bankettmaterial ist gebrochener Stein mit Feinanteil und Staub. Mit der Rüttelplatte verdichtet, leitet diese letzte Tragschicht das Wasser später kontrolliert ab. Wie viel er von der Feinplanie einbringt, gibt ihm die nächste Steingröße vor. Das Kleinpflaster für die Mosaikfläche. Für die Bestimmung der Höhe suche ich mir dann den größten Stein aus oder einer der großen. Der hat jetzt ungefähr 9 cm, 8 bis 9. Gebe dann 3-4 cm dazu. Dann komme ich so auf 12-13 cm, wo wir dann für die Höhe, für die Kies-Feinplanie benötigen. Dann hat noch genug Sandplatz. Und dann sitzt er schön. Das Kleinpflaster wird lose im Sand eingebettet. Das ist ein gewaschener Natursand. Und wie der Name schon sagt, gewaschen. Das heißt, der hat ganz wenig Feinanteil. Kein Staub. Das heißt also, der ist auch dort ist er luftiger, fluffiger. Und er nimmt eigentlich nur das Wasser auf, was er speichern kann. Und das Restliche gibt er ab. Der ist im Endeffekt immer noch sehr stabil, tragfähig. Und im Gegensatz zum Brechsand, der entwickelt sich dann ganz schnell, wird der matsch und ist in dem Sinn dann nicht mehr tragfähig. Die unsortierten Steine bearbeitet er mit Setzhammer und Schemel. Ich habe jetzt da mein Schemerle, das ist ein Pflasterhocker. Man entlastet ein bisschen die Knie. Und es ist halt angenehmer, auch im Sitzen zu arbeiten. Das ist mein Mosaikhammer. Der liegt schön in der Hand. Ich komme da gut zurecht mit der Steingröße. Er setzt die erste Reihe an die Einfassung, pflastert den sogenannten Pflichtläufer. Der Pflichtläufer ist eigentlich optisch dazu da, dass er einfach die Pflasterung nach außen hin abgrenzt. Und technisch, dass das Wasser über seine Fugen abfließt. Die von Hand gespaltenen Steine sind aus der Region. Das ist einfach bei unser heimischer Granit. Und im Mosaik ist es leider so, dass man Granitmosaik selten eigentlich gebraucht bekommt. Das ist also eigentlich ein Schatz. Weil der wird selten ausgebaut und wiederverwendet, sondern oft landet er einfach im Schredder. Ja, jeder Stein ist besonders und das muss man halt kurz sich die Zeit nehmen und den Stein so durchscannen, dass man weiß, wie er sein muss.
Er soll zunächst gleichmäßig breit sein. Darum ist das ein Puzzle am Anfang, aber darum setzen wir die Läufer gleich am Anfang. Da hat man nämlich nur die volle Steinauswahl. Das sind jetzt in dem Fall die größeren Steine als Läufer. Das gibt dem Pflasterbelag die Stabilität am Rand. Grundsätzlich ist es so beim Spaltpflaster, dass man versucht, so eng wie möglich den Stein an den anderen zu setzen. Also der kann sich ruhig punktuell berühren, weil ein Stein stützt den anderen Stein. So, jetzt wird aus der menschlichen Perspektive, wenn er auf der Fläche steht, der Kreis jetzt noch mal kurz betrachtet, um noch einige kleine Haken und Nasen rauszupflastern, die man eigentlich halt nur sieht, wenn man steht, aus 1,70 Meter Höhe. Er pflastert nach Augenmaß und Plan. Jedes Detail fertigt er zuvor auf Papier an, im Maßstab 1:20, wie diesen Kreis. Hier kann ich gleich sofort erkennen, wenn irgendwas mit den Proportionen nicht stimmt oder wenn es einfach eine Disharmonie entstehen lässt, weil man es halt hier auch probieren kann. Man hat 2, 3 Chancen. Beim Pflastern sollte es eigentlich, wenn man dann auf die Baustelle geht, sollte man wissen, was man tut. Die Zeichnung gibt ihm die Einteilung für die Mosaikfläche vor. Flucht und Höhe hat er wieder mit Pflasternadeln und Schnur abgesteckt. Jetzt pflanzt er wie ein Gärtner, setzt Stein um Stein ins Sandbett. Dazu dient ihm die zweite Seite seines Setzhammers. Dass der Stein schön umhüllt ist, wird mit der Finne wie eine Art Pflanzloch hergestellt. Und der Stein eigentlich mit 3 bis 5 Hammerschlägen fast 2/3 in den Sand reingetrieben. Das ist dann kein großer Kraftaufwand. Durch das Loch im Sand schlupft der richtig schön rein. Frank Schnitzler hat seine ersten Pflanzversuche als 7-Jähriger gemacht. Ich kann mich noch erinnern, da ging dann mein Bruder mal dann 2, 3 Jahre später mit auf die Baustelle, der war jünger. Und da muss ich mich scheinbar so aufgeregt haben, sagt heute meine Mutter noch, weil ich dann gesagt habe, und die Steine, die klopf ich rein und nicht der André. Ja, also ich bin damals schon auf den Geschmack gekommen. Das ist über 40 Jahre her. Jeder spaltraue Stein hat seinen Platz. Wo und wie er hingehört, sieht der Steinsetzer auf einen Blick. Man sieht hier eindeutig, ich habe mich jetzt für diese Fläche als Oberseite entschieden, als Gesicht, so wie eigentlich der Vorgänger das auch schon ausgewählt hat. Und da kann man jetzt ganz schön sehen, wenn man jetzt so in die Reihe einbauen will, ist er hier ein bisschen länger wie hier. Das heißt also, vom Bogenverlauf muss er auf jeden Fall auf die rechte Seite rein, weil hier sind wir schmäler und hier macht er auf. Die konischen Granitsteine ordnet er als geschwungene Bögen an. Als Anfang haben wir den Westerwälder Bogen gewählt. Und zwar, dass der mit Halbkreisen anfängt. Das sind jetzt hier immer die Halbkreise. Und die stoßen dann aufeinander und man hat hier dann eine Spitze wie ein scharfes Viadukt, wo man dann rausarbeiten muss. Und ab hier geht es eigentlich ganz normal weiter im Segmentbogenverband. Da ist es dann auch wieder wichtig, dass wir hier in der Mitte im Herzen immer den rechten Winkel haben, weil das entscheidet, ob ein Segmentbogen wirkt. Sprich, ob es fürs menschliche Auge ästhetisch wirkt. Zudem beachtet er, dass die Steine plan sitzen und ihre Fugen nicht durchlaufen. Was natürlich auch super den Flow macht, entweder pfeifen oder ich hole dann immer das kleine Baustellenradio raus am Abend. Der Früh, das reicht dann, wenn man das Vogelgezwitscher eben hat. Das ist ja dann schon Gold wert. Bis er den letzten Stein eintreibt und der Natursand gänzlich unter dem Mosaikpflaster verschwindet,
hallt das Klopfen noch 2 Tage in der Luft. Danach ist die 30 Quadratmeter große Halbinsel fertig. Ein Pflaster, Natursteinpflaster, ist immer auf Gegensätze aufgebaut. Zum einen der Stein, der ist ja jeder Stein ein Unikat und jeder Stein ist anders. Das wäre dann quasi die Unruhe. Und wir Steinsetzer, wir versuchen dann, die Steine zu ordnen. Das gibt dann wieder die Ruhe. Und dieser Wechsel zwischen Unruhe und Ruhe, der gibt uns eigentlich im Inneren, im Bauchgefühl, einfach die Harmonie. Das ist das Schöne am Natursteinpflaster, was einen runter erdet, was einen zur Ruhe bringt. In die Mitte kommt ein Ornament. Eine Steinblume hat der 50-Jährige hier geplant. Dazu hat er Schablonen ausgesägt. Die Tulpe dient zunächst als Platzhalter. Ist im Endeffekt gewachsen, weil ich halt eben angefangen habe, vor Jahren schon eben mit diesem Ornamentplatte. Die habe ich mal im Winter gefertigt aus Langeweile. Dann ging es natürlich dann weiter an unserem ersten Sitzplatz, an unserer Kaffeeterrasse, wo in der Früh dann schon die erste Sonne, wenn sie ums Eck kommt, eben da ist. Da habe ich dann eine runde Blüte gemacht, eine Steinblüte. Und so geht es dann weiter. Dann im Gartenweg habe ich noch mal 3 Blätter, die ich die Anregung in Quedlinburg gesehen habe, dass man nur so 3 einzelne runde Blätter eben macht. Und so habe ich mir dann das zum Thema genommen, dass ich hier in meinem kleinen Gartenparadies mag ich die Wege immer mit so einem kleinen Touch Blumenmotiv verzieren, die ich auch im Winter und bei schlechtem Wetter betrachten kann. Und mir eigentlich ein bisschen Balsam geben. Wie im Gartenweg pflanzt er jetzt die Steine ungeordnet in den Sand. Für den Wildverband verwendet er Bernburger Grauwacke. Ich denke, der Stein, der ist nur DDR-Zeiten. Bestimmt 70, 80 Jahre. Und ein älterer Stein, der schon 50, 60 Jahre irgendwo gelegen ist, der ist ja schon getestet worden von der Mutter Natur und von den Jahreswechsel. Und somit ist es halt schon der erste Langzeittest. Und somit hat man die Gewissheit, dass der Stein einfach dann, wenn er 50 Jahre schon mal drin war, dann hält er nochmal 50, 60 Jahre. Gebrauchte Natursteine haben noch einen Vorteil. Dass die Steine meistens ja dann schon satt sind, weil die Poren von dem Stein so schon zu sind, dass er zwar trotzdem noch ganz leicht Wasser saugt, aber keinen Schmutz mehr aufnimmt. Wildverband, im Endeffekt sollte man aufpassen, dass keine Fuge nicht länger wie 5 Steine durchläuft. Und am schönsten ist halt Wildverband, dass es im Endeffekt keine feste Verbandsrichtung zu erkennen ist. Bis 1958 wurde zum Pflasterer ausgebildet. Seither ist das Handwerk im Straßenbau integriert. Damit das antike Wissen nicht gänzlich verloren geht, gehört ihre Kunst zum immateriellen Kulturerbe seit 2022. Für Blüte wie Blätter hat Frank Schnitzler einen roten Porphyr gewählt. Auch dieser Naturstein hat eine Vorgeschichte als Altstadtpflaster. Das ist eine Steinmischung, das nennt sich Thüringer Mix. Das wurde viel in Erfurt, in der Stadt, im Fußwegbereich eingebaut. Der ist auch sehr frostsicher und das ist eine wunderbare Mischung, die halt dann verschiedene Rot-Rosttöne und dann ab und zu als Eyecatcher immer dieses gräuliche Lausitzer hat. Und es gibt eine tolle Farbmischung. Rund 3 Tonnen Natursand liegen unter der gepflasterten Halbinsel. Der Sand dient nicht nur als Bettung, sondern auch als Wasserspeicher. An heißen Tagen verdunstet das Wasser, so entsteht ein kühlender Effekt.
Frank Schnitzler braucht für Blüte, Blätter und Hintergrund gut 2 Tage. Die Herausforderung ist jetzt eigentlich hier, diese beiden Spitzen auch links und rechts, weil die doch recht filigran sind, um die jetzt mit dem groben Mosaik herzustellen. Die passenden Steine für die Spitzen hat er sich zurechtgehauen. Sein rhythmisches Klopfen zieht Zuhörer an. Eine ältere Dame, die blieb einfach eine Stunde stehen an der Straße und hörte das Hammergeräusch einfach zu. Und am letzten Tag eben dann, wo ich dann fertig war, da hat die Dame dann zu mir gesagt, ach schade, dass Sie schon fertig sind jetzt. Das Geräusch, das war immer so entspannend, das war immer so toll, Ihnen zuzuhören. Die hat also nicht zugeguckt, sondern die hat nur das Hammergeräusch vermisst. Es ist dann so, wenn man jetzt vorne den Berg Steine sieht, und ich bin dann dafür verantwortlich, dass ich jetzt endlich der Stein, wo jetzt vielleicht schon so viele Jahre lose im Haufen war, ich gebe ihm jetzt seinen festen Platz in sein Bett, in sein Sandbett, und da kann er jetzt einfach die nächsten 50, 60 Jahre einfach drin ruhen. Man fühlt sich dann, ja, dass man irgendwas aufräumt. Die Fugen bleiben 3 mm tiefer als die Steine. Wie ein Kanalsystem leiten sie das Oberflächenwasser ab. Wir müssen jetzt die Steine noch mit Sand verfugen. Ich nehme einfach ein 0,2er Diabas Naturgesteinsmehl. Gebrochenes Material ist dabei und, was wichtig ist, sehr viel Füller. Füller ist im Endeffekt der Staub, das feine Material. Und diese Mischung, wenn das unter den Stein eben reinläuft, der feine Staub, die verfestigt dann den Bettungssand noch zusätzlich. Und somit sollte eigentlich dann für die nächsten 50, 60 Jahre dann eben die Haltbarkeit gesorgt sein. Für einen Saugnapfeffekt zwischen feuchtem Sand und Stein sorgt jetzt noch die sogenannte Ramme. Eine Ramme ist eigentlich ein Gegenstand, in dem man die Steine dann ein bisschen durch genau senkrechten Druckschlag im Endeffekt nochmal leicht vorverdichten kann, beziehungsweise gleich entverdichten kann. Eine Ramme besteht aus einem stehenden Holz, genannt auch Puppe, mit Holzgriff. Und unten haben sie einen Eisenfuß. Das einzige Anstrengende ist ja quasi das Hochlupfen der Ramme, und das andere geht ja alles durch einen freien Fall und durchs Eigengewicht. Dass alte Pflasterungen, wo auf Sand gebettet sind, wirklich sehr schwer auszubauen sind, weil der Stein an sich so gut hält, obwohl es eigentlich nur eine lose Bettung ist, dass dann oft schon leichter die Steine kaputt gehen, als dass die Fläche ganz rausgeht. Und das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, warum wir 150 Jahre, 120 Jahre in unsere Altstädten ein schönes Pflaster gehabt haben. Etwas Pflege braucht jedes Pflaster. Mit ein Grund, warum die lose Bauweise so lange hält. So war zum Beispiel früher das ganz einfach gelöst. Es hatte jeder Pflasterer die Aufgabe, jede Firma, die eine Straße hergestellt hatte, die war automatisch für den Unterhalt zuständig. Und somit hat man sich automatisch schon mehr Mühe gegeben. Die Fläche mit einem Straßenbesen abkehren und offene Fugen mit Sand auffüllen genügt, damit auch diese gepflasterte Lebensfreude für Generationen hält. Das ist einfach so wunderschön, der Beruf. Erst macht man sich Gedanken von der Gestaltung her, dann versucht man es auf Papier zu bringen. Und dann ist es wirklich Realität. Und das Pflaster liegt vor dem Gebäude. Das ist wow, wenn alles klappt hat. Ich bin jetzt hier selber der Endverbraucher und ich muss sagen, mir ist es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist quasi meine eigene Mosaik-Halbinsel und ich bin wahnsinnig stolz drauf. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.